McKinsey zeigt, 50% der Nutzer verwenden heute aktiv KI-Suche und 20-50% des klassischen Suchtraffics sind gefährdet. Gleichzeitig nennen B2B-Käufer generative KI als eine ihrer Top-Informationsquellen. Wenn Entscheidungen vor dem Klick fallen, ist die Frage nicht mehr, wie holen wir die Klicks zurück, sondern worin investieren wir überhaupt? Ich merke in Gesprächen mit Interessenten, dass viele überfordert sind. Neue Technologie, neue Tools, neue Gatekeeper, tausende Geo-Agenturen, die gefühlt ein paar Monate alt sind und jeder schreit irgendetwas rund um KI. Diese Folge ist mir ein echtes Herzensanliegen, um dir zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und am Ende beim richtigen Partner zu landen. Und es geht mir jetzt nicht darum, dir etwas zu verkaufen, sondern dir Orientierung zu geben, damit du nicht in dieselbe Falle tappst, in die gerade sehr viele stolpern. Aktuell sehe ich Massenanfragen von Menschen, die das Thema KI-Suche gar nicht durchdrungen haben. Und genau diese geraten dann an mehr oder weniger hilfreiche Agenturen. Also wenn du ein Online-Marketing-Manager bist und gerade Anfragen an Agenturen aussendest mit dem Ziel, SEO-Seiten Geo zu optimieren und fragst, wie viel das pro Seite kostet, stopp. Sieh dir diese und vielleicht die letzten 5 Folgen an. Ich verspreche dir, dass das deinen Job rettet. 2026 wird das Jahr, in dem klar wird, wer sein SEO-Budget noch nach Klicks plant, denkt in der alten Welt. Wie groß ist der Einfluss der KI-Suche heute? Ich muss sagen, dass ich selbst überrascht bin, wie massiv der Einfluss schon jetzt ist. Dazu mal 2 wirklich augenöffnende Grafiken von McKinsey. Tolle Analyse hier, aber es geht mir jetzt wirklich um 2 Grafiken. Einmal diese: Konsumenten nutzen KI-Suche heute schon sehr aktiv entlang der gesamten Kundenreise. Und die folgende Grafik ist für mich sowieso der größte Mindblow, und zwar diese hier. KI-Suche ist schon jetzt die beliebteste Informationsquelle bei Nutzern. Diese Grafik zeigt für mich, dass KI-Suche nicht irgendwann kommt und wir sollten uns vorbereiten, sondern einfach schon da ist. Und viele werden jetzt glauben, hey, das ist vielleicht im B2C so, aber im B2B sieht es anders aus. Dazu Daten von Forrester, und zwar für 89% der B2B-Käufer ist generative KI eine ihrer Top-Quellen bei der Informationsbeschaffung entlang der kompletten Buyer Journey. Und um die Größenordnung des Shifts noch mit ein paar letzten Daten auch zum Thema Conversion zu verstehen, Daten von Profound: 80% der Konsumenten treffen die Hälfte ihrer Entscheidungen basierend auf Dialogen mit KI-Chatbots. Nur sie kaufen dann woanders. Und wo sie dann, nachdem die Entscheidung getroffen ist, hingehen, sieht man schön hier, nämlich zu Google, zu Amazon, auf die Webseite vom Anbieter oder ins Ladengeschäft. Das heißt, die Kaufentscheidungen verlagern sich vor den Klick. Die Webseite bleibt aber trotzdem wichtig, sie ist nur nicht mehr der Ort, an dem die Entscheidung letztendlich getroffen wird. Warum die alte Budgetverteilung oder das alte Denken über SEO, Geo komplett versagt? Viele sehen SEO, Geo-Budget, was auch immer noch als Investition in Traffic. Aber Umsatz ist heute nicht mehr gleich Klicks. Traffic ist kein Leistungsindikator mehr. Klicks werden zurückgehen, egal wie viel Budget du reinpumpst. Klicks sind längst von Nachfrage entkoppelt. Und nochmal fürs Verständnis, die Nachfrage ist nicht zurückgegangen, sondern der Filter zwischen Unternehmen und Kunden hat sich geändert. Für einen tieferen Einblick in dieses Thema empfehle ich unsere nächste Folge kommende Woche, warum Traffic irrelevant geworden ist. Heute gibt es jetzt aktuell bei uns in Europa weltweit noch die 10 blauen Links. Ich frage mich aber, wie lange noch? Immerhin ist der KI-Modus seit Anfang Oktober auch
bei uns ausgerollt worden. Google hat selbst schon angekündigt, dass je besser das Produkt wird und desto mehr Menschen es nutzen, der KI-Modus auch eine zentrale Rolle spielen könnte. Das heißt, SEO und Geo drehen sich künftig darum, zu beeinflussen, was vor dem Klick passiert, und auch wichtig, SEO und Geo sind unzertrennbar. Du kannst auch sagen, es gibt nur SEO, ist egal. Geo ist eine Evolution von SEO. Der Klick am Ende ist dann nur noch transaktional. Ein neuer Ansatz. Du erkaufst dir durch SEO, Geo also keine Klicks, sondern investierst in Sichtbarkeit entlang der Buyer Journey deiner Zielgruppe. So beeinflusst du aktiv die Kaufentscheidung. Und was gibt es lukrativeres, als die Kaufentscheidung zu beeinflussen? Das ist 1000-mal mehr wert als irgendwelche Klicks. Das Allerwichtigste an diesem Punkt: Budgets dürfen jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht historisch verteilt werden. Wir müssen es basierend auf einer neuen technologischen Situation und einem neuen Filter zwischen Unternehmen und Kunden basieren. Welche Bereiche sollten wir jetzt im Budget unterscheiden? Und ich habe hier jetzt mal das in 6 Bereiche unterteilt. Erstens Ökosystempräsenz. Und dabei geht es um alles, was abseits deiner Webseite passiert. Weil das zeigen viele Studien von McKinsey, AirOps, Profound, dass primär Sachen abseits von Brand-Websites zitiert werden. Das heißt sowas wie digitale PR, Vergleichsportale, UGC, also User-Generated Content aller Art. Content, Klassiker und sehr eng immer noch am Thema SEO. Hier ist natürlich wichtig, dass wir in KI-gestützte Prozesse heutzutage investieren, und ein Fokus sollte sein, extreme Relevanz durch sehr kontextreiche Inhalte und natürlich Aktualisierung, weil LLMs aktualisierte Inhalte sehr gern mögen. Drittens Zielgruppenforschung. Damit wir diesen Content kreieren können, brauchen wir Customer Intelligence. Idealerweise, da gibt es ganz tolle Tools. Wir brauchen Personas, wir brauchen Journey Mapping, weil das können wir nutzen, um unseren Content auszurichten, um unsere Ökosystempräsenz zu managen. Viertens, einzigartige Informationen, das heißt Daten oder auch Inhouse-Experteneinblicke. Am Ende des Tages kostet das ja auch Geld. Hier geht es darum, wir wissen, dass wir Information Gain brauchen, also Informationsgewinn, Informationen, die die Sprachmodelle noch nicht haben. Fünftens, Engagement und Self-Service. Self-Service sollte jedem im B2B ein Begriff sein. Was ich damit meine, ist Mini-Tools, die uns helfen, Interessenten in der Buyer Journey voranzubringen, weil es ist eine einzigartige Erfahrung und nicht so einfach kopierbar als Text im Vergleich, und natürlich Videos und Grafiken, denn Text ist ja schwierig verteidigbar aus logischen Gründen. Last but not least, Technik und UX. Lass uns konkreter werden mit einem Beispiel für eine empfohlene Budgetverteilung. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht bei den meisten Unternehmen, und wir sehen uns dann auch noch das Ganze an nach unterschiedlichen Geschäftsmodellen, aber jetzt mal eine allgemeine Lösung, ist Ökosystempräsenz. Hier würde ich sicher 30-40% vom Budget investieren. Warum? AirOps, Xfunnel, McKinsey zeigen, dass sehr, sehr oft entlang der Customer Journey Drittseiten, nicht Brands, zitiert werden. Diese externen Signale, Erwähnungen, Links, Presse, Communities sind heute zum aktuellen Zeitpunkt der stärkste Hebel, um in KI-Ergebnissen sichtbar zu werden. Danach kommt Content mit 20-25%, und hier geht es nicht mehr um diesen klassischen, generischen SEO-Content, sondern wirklich Fokus auf Relevanz oder dass Inhalte sehr kontextreich sein, sehr tiefschürfend und Aktualität. Natürlich heutzutage bitte alles KI gestützt. Dann kommt Technik, Semantik und UX mit 15-25%. Technische Sauberkeit, strukturierte Daten und gute UX sind aus meiner Sicht Voraussetzung, damit Inhalte von Sprachmodellen extrahiert werden können und Nutzern konkret präsentiert werden, weil wenn wir weniger Besucher auf unserer Webseite haben, ist es noch wichtiger, dass die UX so gut ist, damit wir aus dem wenigen so viel wie möglich machen. Das ist natürlich kein direkter Wachstumshebel, aber ein unverzichtbares Fundament. Dann Zielgruppenforschung mit 10-15%. Je besser du verstehst,
wie deine Zielgruppe tickt, desto gezielter kannst du Content und PR ausrichten. Hoher strategischer Nutzen, auch wenn natürlich der Effekt kurzfristig sehr schwer messbar ist. Dann einzigartige Informationen. Sprachmodelle bevorzugen Quellen mit eigenständigem oder eigenem Wissen. Unternehmen, die eigene Daten oder Perspektiven liefern, werden häufiger zitiert und als Autorität wahrgenommen. Das ist, glaube ich, sogar unabhängig von Sprachmodellen so. Und Engagement und Self-Service würde ich mit 5 bis 10% bemessen. Interaktive Inhalte und Visuals helfen einfach, flüchtige Sichtbarkeit in Vertrauen zu verwandeln. Ist natürlich nur ein projektbasierter Investitionsblock. Weil wenn ich jetzt mal für mein Unternehmen die sinnvollen Tools habe, dann sind die mal implementiert und fertig. Jetzt lasst uns noch detaillierter, noch konkreter werden mit potenziellen Budgetverteilungen nach Geschäftsmodell. Natürlich kommt es am Ende des Tages auf die Ausgangssituation und das Wettbewerbsumfeld, das Geschäftsmodell und so weiter an. Trotzdem im Folgenden ein paar greifbare Beispiele basierend auf unseren Erfahrungen bei Evergreen Media. Starten wir mit der empfohlenen Budgetverteilung mit einem Unternehmen aus der B2B-Finanztechnologie. Nummer 1 wäre wieder Ökosystempräsenz. Warum? Im Finanztechnologiesektor ist externe Glaubwürdigkeit natürlich zentral. Fachportale, Medienerwähnungen und Co-Branding-Beiträge erhöhen Sichtbarkeit und Vertrauen in Sprachmodellen massiv. Das heißt, da wollen wir das meiste Budget mit 35 bis 45% reinpumpen. Dann kommt Content mit 20 bis 25% und hier wollen wir strategischen Content, also White Paper, Use Cases, Expert Insights. Einfach, das schafft Autorität und Fokus natürlich auf Qualität, Konsistenz und Informationsdichte, nicht Volumen. Dann einzigartige Informationen mit 15%, sowas wie Eigenstudien, Analysen oder Benchmarks werden eben besonders häufig zitiert und schaffen eben den nötigen Informationsgewinn für Sprachmodelle. Technik, Semantik und UX mit 10 bis 15%. Technische Hygiene bleibt natürlich Pflicht, das heißt strukturierte Daten, Core Web Vitals, Accessibility, aber ist kein Haupthebel. Wichtig ist die Extrahierbarkeit der Inhalte für KI-Systeme. Zielgruppenforschung 5 bis 10%. Im B2B Fintech ist die Entscheidung oft kollektiv, das heißt CFO, CMO, CTO. Buyer Journey Mapping ist natürlich dringend nötig, um Content auf verschiedene Entscheidungsrollen abzustimmen. Und als letzter Punkt Engagement und Self-Service mit 5%. Interaktive Tools können Vertrauen unterstützen, zum Beispiel irgendwelche Kostensimulationen oder Case-Tools, aber sind nur ergänzend. Fokus liegt hier auf Fortschritt in der Kundenreise. Das heißt, das Tool soll dafür sorgen, dass der Kunde ohne Vertrieb vorankommt und nicht Unterhaltung. Lass uns weitermachen mit der empfohlenen Budgetverteilung für einen E-Commerce B2C-Händler. Nummer 1 ist hier Technik, Daten und UX mit 30 bis 40%. Wir wollen unbedingt saubere Datenfeeds, strukturierte Produktinformationen, saubere Core Web Vitals und UX, damit eben KI-Suchsysteme Produkte korrekt verstehen und darstellen. Idealerweise mit einem direkten Checkout ist aus meiner Sicht, aus meiner bisherigen Erfahrung, der größte Hebel für Sichtbarkeit plus Conversion. Content mit 20 bis 25%. Hier eben Fokus auf sehr reichhaltigen Produktbeschreibungen, wo wirklich alle Features drin sind und Inspirationscontent. Wichtig hier Freshness und User Intent Alignment. Natürlich alles möglichst automatisiert, wenn man sehr viele Produkte hat, logischerweise. Bitte nicht von Hand schreiben. Dann Ökosystempräsenz mit 15 bis 20%. Hier wollen wir externe Quellen managen, wie Reviews, Preisvergleiche, Foren, weil die prägen natürlich die Wahrnehmung in KI-Antworten, das heißt, wie auch das Sentiment rund um die Marke und die Produkte ist. Hier geht es um Rating-Management, Kooperationen und Influencer-Trust. Dann Engagement und Self-Service, 10 bis 15%. Interaktive Erlebnisse steigern das Vertrauen in Produkte und senken die Rücksendequoten. Minitools wie Styleberater oder Vergleichsrechner helfen, Entscheidungen zu beschleunigen. Dann Zielgruppenforschung, 5 bis 10%. Datenbasierte Erkenntnisse über Customer Intent und Channel Mix sind natürlich nötig, um Content-Strategien kontinuierlich
zu verbessern und an sich ändernde Trends anzupassen. Dann einzigartige Informationen, 5-10%, eigene Tests, Benchmarks oder Produktvergleiche schaffen Differenzierung, aber weniger zentral aus meiner Erfahrung bisher als B2B, also im B2B, wichtig nur für Brand Trust und Citations in High Involvement Branchen, sowas wie Tech. Das letzte Beispiel, empfohlene Budgetverteilung in der B2B Energiewirtschaft. Das ist ja eine unserer, ich würde mal sagen, fast schon Hauptbranchen. Erstens auf jeden Fall Ökosystempräsenz, 35-45%, technische Fachquellen, Verbände, Forschungsinstitute, Partnerkommunikation bestimmen, welche Marken in den Antworten auftauchen. Hier entstehen wirklich Vertrauen und Autorität. Wichtigster Hebel für Sichtbarkeit und Relevanz. Dann Content, 20-25%, Inhalte mit technischem Tiefgang, Praxisbezug und kontinuierlicher Pflege sichern Relevanz für Such- und KI-Systeme. Bitte weniger Marketing-Storytelling, sondern mehr wirklich Fachkompetenz. Dann einzigartige Studien, 15%, eigene Messreihen, Energieeffizienzanalysen, ESG-Daten oder Innovationsberichte schaffen den so dringend nötigen Information Gain. Dann Technik, Semantik, UX, 10-15%, saubere Struktur, zugängliche Datenblätter, strukturierte Daten sind entscheidend, damit KI-Systeme Inhalte korrekt interpretieren können. Dann Zielgruppenforschung, 5-10%, Fokus auf Marktsegmente, also sowas wie Pharma, Chemie, Fertigung, dient dazu, Content und PR zielgerichtet auf Entscheidergruppen, wichtig, auszurichten. Engagement und Self-Service, 5%, Tools zum Beispiel. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was wirklich ein spezifisches Geschäftsmodell ist, aber Stromsparrechner, Energiebedarfskalkulationen sind sehr nützlich, damit Nutzer selbstständig in der Customer Journey vorankommen. So, und jetzt stellt sich natürlich bei dir die Frage, wie viel Budget ist überhaupt realistisch, um das alles sinnvoll umzusetzen? Und was jetzt wichtig ist fürs Verständnis, wir haben jetzt nicht isoliert über SEO, Geo gesprochen, sondern über diese Bereiche, die im Budget vertreten sein sollten. Und das sind jetzt Budgets zur Orientierung. Bevor wir jetzt gleich über die Zahlen reden, eine kurze Einordnung. Die EU hat natürlich ihre eigene Definition, wann ein Unternehmen klein, mittel, groß ist, aber ehrlich gesagt, für diese Einteilung war das für mich ziemlich unbrauchbar. Ein Unternehmen mit 80 Millionen Euro Umsatz und einem kleinen Marketing-Team funktioniert vollkommen anders als ein echter Konzern. Und mit dieser Einordnung schauen wir uns jetzt an, welche Budgets sinnvoll sind, von Startups bis zu internationalen Marken. Fürs Verständnis jetzt in dieser Übersicht, das ist jetzt ohne interne Personalkosten, weil die extrem variieren. Würde ich es mit Personalkosten rechnen, würde ich wahrscheinlich das Budget immer verdoppeln. Kleinstunternehmen, ca. 5 Millionen Jahresumsatz, 30 bis 100.000 Euro, je nachdem, ob man seinen Platz halten will oder wachsen will. Kleine Unternehmen 100.000 bis 200.000 Euro, kleiner Mittelstand 200.000 bis 400.000 Euro, Mittelstand 400.000 bis 1 Million, großer Mittelstand 1 Million bis 3 Millionen und Großkonzern oder wirklich so, ihr wisst, was ich meine, internationale Marke 3 bis 8 Millionen Euro. Diese Beträge klingen jetzt riesig, aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig für den Entscheidungsprozess. Man kann SEO hier nicht in einem Silo betrachten, sondern man muss die Bereiche betrachten, über die ich gesprochen habe, und dann sind die Budgets aus meiner Erfahrung äußerst realistisch. Zum Abschluss, bitte ballere euer Budget nicht blind raus. Massenanfragen ohne klares Konzept funktionieren seltenst. Sie sind einfach nur Aktionismus. Ich hoffe, diese Folge hilft dir, Budgets besser dort einzusetzen, wo sie auch wirklich Impact haben. Und wenn du wissen willst, welche KPIs in der KI-Suche zählen, schau dir unbedingt die Folge im Abspann an. Das ist der logische nächste Schritt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.